Amen. Good afternoon. Guten Nachmittag. So between now and our last presentation, Seit unserer letzten Präsentation we had 2 Q&As. haben wir 2 Fragen- und Antwortstunden gehabt. So I want to just tie a few loose ends together Und ich möchte einfach ein paar Dinge oder ein paar Fäden zusammenknüpfen remind us of some of the key points und einige Schlüsselpunkte anschauen, before we move on, bevor wir da weitergehen. so it doesn't all seem disconnected. Sodass nicht alles zusammenhangslos erscheint. We began by looking at the dispensations, Wir haben damit begonnen, die Dispensationen zu betrachten, always 4 dispensations in a reform line, dass es immer 4 Dispensationen in einer Reformlinie gibt. and we showed how it's one message, Und wir haben gezeigt, dass es eine Botschaft ist. and then we focused on the latter rain. Und dann haben wir uns auf den Spätregen konzentriert, When you have this message wo es diese Botschaft gibt, that begins with world wars die mit Weltkriegen beginnt and ends with equality. und mit Gleichheit endet. So that main subject Und das Hauptthema was about the king of the north and the king of the south. drehte sich um den König des Nordens und den König des Südens. Now there is more than just king of the north, king of the south. Und da gibt es noch mehr als nur einen König des Nordens und König des Südens. There's all these sub-elements, Da gibt es all diese Unterkategorien, these smaller connected parts. so kleinere Teile, die auch damit verbunden sind. So we also find their story. Und auch deren Geschichte können wir darin finden. So for example, Zum Beispiel, it's what we started looking at here. hier haben wir bereits damit begonnen. We have layers. Wir haben solche Schichten. If we were to come to the history of 2018 and 2019, Wenn wir zur Geschichte von 2018 und 2019 kommen, we're on 2 different reform lines. dann befinden wir uns aus 2 verschiedenen Reformlinien. The priests Diejenige der Priester and the 144,000. und die 144.000. For the 144,000, Für die 144.000 we're in the early rain befinden wir uns im Frühregen between 9/11 and the Sunday law. zwischen 9/11 und dem Sonntagsgesetz. In here is Raphia Dazwischen befindet sich Raphia and Panium. und Panium. 2019, 2019, 2021. 2021. We're also in the dispensation of the priests. Und wir befinden uns auch in der Dispensation der Priester. And for the priests, Für die Priester 2019 haben wir 2019 is the close of probation. das Ende der Gnadenzeit. So we have been in the history Wir befanden uns also in der Geschichte of the latter rain. des Spätregens. So we have to look at this as layers. So müssen wir diese Dinge als Schichten betrachten. We have to remember that we're on more than one reform line. Wir müssen daran denken, dass wir uns auf mehr als einer Reformlinie befinden. Because the people that left, Denn die Leute, die die Botschaft verlassen they haben, struggle with 2 subjects that we've taught. die haben Mühe mit 2 bestimmten Themen, die wir gelehrt haben. 2018, In 2018 we taught equality. haben wir Gleichheit gelehrt. So people leave over that issue. Und die Leute verlassen wegen diesem Thema die Botschaft. And then in 2019, Und 2019 we teach about the Sunday law waymark, haben wir über die Wegmarke des Sonntagsgesetzes gelehrt, the triple application. die dreifache Anwendung. We bring in early writings at 1850. Da bringen wir Early Writings, also frühe Schriften, und 1850 herein. So we have these 2 subjects Wir haben also diese 2 Themen, that people struggle and wrestle with. wo Leute Mühe damit haben. Equality Die Gleichheit
and the nature of the Sunday law. und die Natur des Sonntagsgesetzes. The reason we have these two subjects Und der Grund dafür, warum wir diese zwei Themen haben, is because we're on two different reform lines. ist, weil wir uns auf zwei verschiedenen Reformlinien befinden. We're on the priest's line, Wir sind auf der Linie der Priester, where we have the midnight cry, wo wir den Mitternachtsruf haben, Exeter, which is pointing to the close of probation 2019. der auf das Ende der Gnadenzeit 2019 zeigt. And on the line of the 144,000, Und auf der Linie der 144.000 2019 is Concord. ist 2019 Concord. It's the increase of knowledge of the Sunday law. Das ist die Zunahme an Erkenntnis über das Sonntagsgesetz. So we have to understand the midnight cry, which is about equality. Wir müssen also den Mitternachtsruf verstehen, der sich um Gleichheit dreht. We also have to have the increase of knowledge of the Sunday law, Und wir brauchen auch die Zunahme an Erkenntnis über das Sonntagsgesetz, because we're on both reform lines. weil wir uns auf beiden Reformlinien befinden. So that the message is equality, Die Botschaft ist Gleichheit, but it's also going to shed light on other topics. aber sie wird auch Licht auf andere Themen fallen lassen. One of the accusations Elder Jeff makes, Eine der Anschuldigungen, die wir vom ältesten Jeff erhalten, his first accusation seine erste Anschuldigung and his main accusation, und seine Hauptanschuldigung, is that we have covered up the role of the papacy ist, dass wir die Rolle des Papsttums so zudecken and we've made it all about the United States. und dass es sich nur noch alles um die Vereinigten Staaten dreht. So when it was presented in October, Als das präsentiert wurde im Oktober, what was the first message presented? was war dann die erste Botschaft, die präsentiert wurde? The very first message presented in that September or October school Die allererste Botschaft, die im September oder Oktober dieser Schule präsentiert wurde, was Fatima. das war Fatima. Now, I had a problem here. Hier gab es ein Problem. I wanted to present something about the papacy, Ich wollte eigentlich etwas über das Papsttum präsentieren. and I wasn't sure why. Ich war nicht sicher, warum. I presented Fatima. Ich habe Fatima präsentiert. I wanted to do a line of the counterfeit, Ich wollte eigentlich eine Linie über die Linie der Fälschung machen. but it hadn't all come together. Aber es ist noch nicht alles so zusammengekommen. There were still a couple of elements I was wrestling with. Es gab immer noch ein paar Elemente, mit denen ich noch kämpfte. So I just did Fatima Deshalb habe ich einfach Fatima and put the präsentiert line of the counterfeit to one side. und habe die Linie der Fälschung mal zur Seite gelegt. Then over those couple of weeks, Und dann im Laufe dieser paar Wochen, towards the end, gegen das Ende zu, it all fit into place. da fiel alles so auf seinen Platz. Just in a couple of days, Nur in ein paar Tagen the line of the counterfeit made sense. machte die Linie der Fälschung auf einmal Sinn. So I chose to teach it after all, Deshalb habe ich mich dazu entschieden, sie auch noch zu präsentieren. but I did it last. Aber ich habe das dann als letztes Because getan. at the beginning, Denn am Anfang the study hadn't been completed. Am Anfang war das Studium noch nicht komplett. So why I say that Und ich sage das deshalb, is because it wasn't my intention weil es nicht meine Absicht war, to break the study of the papacy into two parts, das Studium über das Papsttum in zwei Teilen zu präsentieren. but because of how the message opened, Aber deswegen, wie diese Botschaft sich geöffnet hat, I was forced to start with Fatima, war ich dazu gezwungen, mit Fatima zu beginnen. first presentation on the papacy, Die erste Präsentation über das Papsttum and finish on the papacy, und dann auch mit dem Papsttum aufzuhören. last presentation Die on the letzte papacy. Präsentation. So you know, So, ja, continue. if it's the midnight cry, Dann wisst ihr, wenn es der Mitternachtsruf ist, it has to be significant that the first and the last presentation are about the papacy. dann muss es doch bedeutsam sein, dass die erste und die letzte Präsentation über das Papsttum sind. And that wasn't through human planning. Und das war bestimmt nicht menschliche Planung. The same thing happened with the World Wars. Dasselbe passierte auch mit den Weltkriegen. World War II at the beginning, Den Zweiten Weltkrieg haben wir am Anfang and then the message closed with World War I. und die Botschaft schloss dann mit dem Ersten Weltkrieg. That wasn't human planning. Das war auch keine menschliche Planung. So while this knowledge Während dieses Wissen is about the King of the North and the King of the South in this history, sich in dieser Geschichte um den König des Nordens und den König des Südens dreht, there is a connection that the King of the North has to the papacy,
gibt es eine Verbindung, die der König des Nordens zum Papsttum hat. We see that right back in 1989. Das sehen wir an der Wegmarke 1989. So once we understand the king of the north, king of the south, Wenn wir also einmal den König des Nordens und den König des Südens verstehen, this study also gives us bits of light on other topics. dann gibt uns dieses Studium auch so Teile von Licht für andere Studien. And one of those is the papacy. Eine davon ist das Papsttum. Then when we come up here, Wenn wir nochmal hier raufgehen, 2019 2019 is the increase of knowledge war die Zunahme der Erkenntnis of the Sunday law. über das Sonntagsgesetz. If we were to expand this dispensation, Wenn wir diese Dispensation so ausdehnen würden, it's 9/11 dann wäre es 9/11, is Boston. Boston. Remember our repeating pattern. Ihr könnt euch noch an unser wiederholendes Muster erinnern. A message is unsealed. Da wird eine Botschaft entsiegelt. There's going to be an increase of knowledge. Es gibt eine Zunahme in Erkenntnis. 2019 is Concord. 2019 ist Concord. It's going to be formalized Die Botschaft wird formuliert at Panium an Panium 2021, 2021. which is all preparation for the test, Und das ist alles Vorbereitung für den Test, the Sunday law. das Sonntagsgesetz. So that's the dispensation for the 144,000. Das ist also die Dispensation für die 144.000. So in 2019, 2019 it also becomes important that we understand the papacy. wird es also auch wichtig, dass wir das Papsttum verstehen. Because what do you expect to happen at the Sunday law? Denn was erwarten wir denn, was am Sonntagsgesetz passiert? What do we know happens at the Sunday law? Was wissen wir, dass am Sonntagsgesetz passiert? There's the resurrection, the healing of the deadly wound. Die Auferstehung findet statt. Die Heilung, also die tödliche Wunde wird heil. So the resurrection of the papacy. Das ist also die Auferstehung des Papsttums. What else happens at the Sunday law? Was noch? Is there a lot of rain? External events. Spätregen, was externe Ereignisse betrifft. Brother Roll. The seventh kingdom starts to rise. Starts to rise? Or is arisen. It's there. We have the seventh kingdom. Wir haben das siebte Königreich. So what does that mean for the kingdom? Und was heißt das für das Königreich? How does the seventh kingdom show it's risen? Woran erkennen wir, dass das siebte Königreich wieder aufgestanden ist? What marks the seventh kingdom? Was markiert das siebte Königreich? How would you know if you're in the sixth or the seventh? Wie wissen wir denn, dass wir uns im sechsten oder im siebten Königreich befinden? Das sechste ist Amerika und das siebte wird der Kopf sein von allen anderen Nationen. Amerika. So the sixth is America and the seventh is the head of All nations, but still America. the seventh kingdom would be America as the head of all the other nations, but still America. So it's still America. Also es ist immer noch Amerika. How do you know that this America has changed? Und wie erkennst du denn, dass sich etwas in diesem Amerika verändert hat? Dictatorship? How it speaks. Wie es spricht? And how is it going to speak? Diktatur. Und In- wie spricht diese Nation? Wie ein Drache? Without the parable language. Minderheiten werden diskriminiert. So we title that the Sunday law. I think Elder Parminder discussed that. Wir nennen das das Sonntagsgesetz. Ich glaube, dass Ältester Parminder das besprochen hat. But we know that that's not a Sabbath Sunday issue. Aber wir wissen, dass das kein Sabbatsonntagsproblem ist. The Republican horn is broken Das republikanische Horn wurde gebrochen, when it discriminates against minorities. als es Minderheiten diskriminierte.
So this is where we take in 1850 that discrimination of slavery. Da spielt dann 1850 herein, wo Diskriminierung im Rahmen von Sklaverei stattfand. So equality becomes a subject for both the priests and the 144,000, Gleichheit wird also für beide Gruppen, für die Priester und die 144.000 zum Thema. which is why it's opening up this whole history. Das öffnet uns diese ganze Geschichte. What else happens at the Sunday law? Was geschieht am Sonntagsgesetz noch? Another external event. Noch ein externes Ereignis? Die Konferenzstruktur geht runter und So this is die shipwreck Bewegung kommt drauf. in Acts 27. Das ist Schiffbruch in Apostelgeschichte 27. So you know that this is Adventism as well as the United States. Hier wissen wir, dass das der Adventismus, aber auch die USA ist. What's another external event? Und was wäre da noch ein anderes externes Ereignis? Sunday law. So we have the resurrection of the papacy. Hier haben wir die Auferstehung des Papsttums, We have this law that violates the Constitution. dieses Gesetz, das gegen die Verfassung verstößt. And there's one other. Und noch etwas. Death of the King of the South. Der Tod des Königs des Südens. The one I wanted to mark was Islam. Aber was ich eigentlich markieren wollte, ist der Islam. So I'm just highlighting these Ich betone das hier, so that we can see that we're also in this increase of knowledge. damit wir sehen können, dass wir uns auch in dieser Zunahme an Erkenntnis befinden. So it's not just the King of the North, the King of the South and the world wars. Es geht nicht nur um den König des Nordens, den König des Südens und die Weltkriege. We have to be able to see the other layers Wir müssen auch die anderen Schichten sehen können. because we're also in this increase of knowledge of the Sunday law waymark. Denn wir befinden uns auch in der Zunahme an Erkenntnis über diese Wegmarke des Sonntagsgesetzes. Which means we need to understand the papacy, Wir müssen das Papsttum verstehen, which we begin to understand in the history of 2018, 2019. das wir in der Geschichte von 2014 bis 2019 zu verstehen beginnen. The nature of the Sunday law, Die Natur des we Sonntagsgesetzes, did not understand until 2019. das haben wir nicht verstanden bis 2019. The Millerite understanding of Islam Das Verständnis der Milleriten über den Islam in their own history in ihrer eigenen Geschichte, opened up 2019. das hat sich 2019 aufgetan So we are here. und wir befinden uns hier. So we expect to understand all these subjects. Und wir erwarten jetzt, all diese Themen zu verstehen. So when I say it's the King of the North, the King of the South, Wenn ich also sage, es geht um den König des Nordens und den König des Südens, we are being specific. dann sind wir sehr spezifisch. We are showing the beginning of the Midnight Cry message Wir zeigen am Beginn der Mitternachtsrufsbotschaft for the priests. für die Priester. Does that make sense? Macht das Sinn? For the priests. Für die Priester. That this King of the North, King of the South subject that develops into equality Dieses Thema des König des Südens und des König des Nordens entwickelt sich zum Thema der Gleichheit. is the subject of our latter rain. Und das ist das Thema unseres Spätregens. But we also have the subject of the papacy. Doch es gibt auch das Thema des Papsttums. So even when we look at the Third Diadochi War, Und wenn wir uns den dritten Diadochenkrieg anschauen, which is all about the King of the North, the King of the South, wo es nur um den König des Nordens und den König des Südens geht, it adds in some details of the papacy, some details of Islam, da kommen einige Details über das Papsttum und einige Details über den Islam dazu. because all of these players do interconnect. Denn alle diese Spieler, die sind miteinander verbunden. So that enabled us to be able to compare and contrast Und das hat es uns möglich gemacht, dass wir vergleichen und gegenüberstellen können, what resurrection means, was diese Auferstehung überhaupt bedeutet. what resurrection meant for the papacy, Was die Auferstehung für das Papsttum bedeutete, demonstrates what it meant for the King of the South. zeigt uns, was es für den König des Südens bedeutet. So resurrection
Die Auferstehung is when you take back what you'd lost when you died. ist, wenn man etwas zurücknimmt, was man verloren hat, als man gestorben ist. So the papacy resurrects Das Papsttum steht also wieder auf, when it takes back what it lost in 1798. wenn es sich das zurückholt, was es 1798 verloren hat. The king of the south Der resurrects König des Südens steht wieder auf, when he takes back what he lost in 1989. wenn er sich zurückholt, was er 1989 verloren hat. So that's why we spoke about the resurrection, Deshalb haben wir über diese Auferstehung gesprochen. the resurrection of the papacy at the Sunday law. Die Auferstehung des Papsttums am Sonntagsgesetz. It had to fight a war to get back what it had lost. Da musste das Papsttum einen Krieg führen, um zurückzuerlangen, was es verloren hatte. The resurrection of the king of the south. Bei der Auferstehung des Königs des Südens. It also had to fight to take back what it had lost. Da fand auch ein Kampf statt, um wieder zurückzukriegen, was verloren war. We're all okay with that. Ist das für alle so verständlich? So that's just review from what we've done at the Q&A. Das ist einfach nochmal eine Wiederholung davon, was wir bei der Fragen- und Antwortstunde behandelt haben. And we also showed how that message had developed Und wir haben auch gesehen, wie sich diese Botschaft entwickelt hat. with two witnesses at each step. With two witnesses. Two witnesses. Mit 2 Zeugen an jedem Schritt. Two witnesses for 273. 2 Zeugen für 273. Two witnesses to bring us to World War II. 2 Zeugen, die uns zum Zweiten Weltkrieg gebracht haben. And then we have the two witnesses, Und dann haben wir 2 Zeugen, the Omega history of Pyrrhus die Omega-Geschichte von Pyrrhus, combined with World War II, zusammen mit dem Zweiten Weltkrieg. show us the latter end of our history. Die zeigen uns das Ende von unserer Geschichte. And then we could bring in the Third Diadochi War Dann könnten wir den 3. Diadochenkrieg noch herbeiholen and World War I und den Ersten Weltkrieg as two witnesses, particularly for the early half of our history. als 2 Zeugen für den früheren Teil unserer Geschichte. So if we cover what I wish to at this school, Wenn wir jetzt oder wenn wir das behandeln, was ich eigentlich gerne an dieser Schule behandeln möchte, which isn't likely, was ich nicht vermute, we will go through that. dann werden wir noch da durchgehen. So we have the king of the north, the king of the south takes us to equality. Wir haben also den König des Nordens und den König des Südens und die bringen uns zur Gleichheit. Sister Kathy, Schwester can you Kathy, show how it does that? kannst du uns nochmal zeigen, wie das geht? World wars to equality. Von den Weltkriegen zu der Gleichheit. Der König des Nordens und der König des Südens bringen uns zur Geografie. So king of the north, king of the south took us to geography. Der König des Nordens und I'll do I have to repeat for the translate camera. again? No. We saw their polar opposites. Wir haben gesehen, dass sie Gegenpole sind. King of the north is church over state. Der König des Nordens ist die Kirche über dem Staat. King of the south is state over Der church. König des Südens ist Staat über der Kirche. We connected that with marriage. Das haben wir dann mit der Ehe verbunden. And that brought us to equality. Und das hat uns zur Gleichheit gebracht, Because we saw inequality in both the king of the north and the king of the south. weil wir da die Ungleichheit bei beiden, beim König des Nordens und beim König des Südens gesehen haben. So through studying the world wars Durch ein Studium der Weltkriege in the latter rain dispensation of the priests in der Dispensation des Spätregens für die Priester from 2014 to 2019, von 2014 bis 2019, the study of
World War III dem Studium des Dritten Weltkriegs. took us directly to a study of equality. Das hat uns direkt zu einem Studium der Gleichheit geführt. And what are the external events of this history? Und was sind da die externen Ereignisse dieser Geschichte? Because this message Denn diese Botschaft was a testing message for 3 groups. war eine Testbotschaft für 3 Gruppen. Priests, Levites, and Die Nethinims. Priester, die Leviten und die Tempeldiener. So if you're not a priest, Wenn du also kein Priester bist, you don't know about any of those studies we've talked about. dann hast du keine Ahnung von diesen Studien, über die wir gesprochen haben. So how are they tested on this issue? Wie werden sie denn getestet auf diese Themen? External events. Durch externe Ereignisse. So give me some. Nennt mir mal einige. So you've gone right to the end, Du bist jetzt gerade zum Ende gesprungen. and there's an impeachment. Da gibt es dieses Impeachment, das Amtenthebungsverfahren. If you want to. In Syria, the problems with the Kurds of the nation there, and then Trump taking out his troops and then Russia coming in. Also in Syrien die Probleme mit den Kurden, der Donald Trump, der seine Truppen zurückgezogen hat aus Syrien und Russland. Was hast du über Russland gesagt? Das Russland, ja, okay. How does that teach them of equality? Und Da- wie ist das verbunden mit der Gleichheit? That helps us, but they can't do the model of geography. For a Nethinim, they can't look at World War III and bring that to equality. Ein Tempeldiener kann nicht den dritten. So I'm not asking how Nethinim see all of this, Ich frage nicht danach, ob die Tempeldiener alles sehen, but how are they tested on equality? aber wie werden sie denn auf Gleichheit getestet? Equality on the men and women issue or also on the political It- I would suggest they're the same thing. Because it's the political system that's driving inequality between men and women. Well, then, for example, in Russia, you see when he, but that was 2020 now, when he tries to make the changes to constitution, that is 2021. So we see it in 2020 with Putin trying to change the constitution. In 2020 sehen wir Putin, wie er die Verfassung verändern will. But this is, I want to keep to this dispensation. Aber ich möchte in dieser Dispensation bleiben. So there's laws against abortion. Da gibt es Gesetze gegen Abtreibung. That's happening around 2018. Das passiert rund um das Jahr 2018. No, it's correct. Das stimmt. What else? Was noch? External events. Externe Ereignisse. Oh, sorry. 2014 to 2019. 2014 bis Sorry, that's my- 2019. No, this whole dispensation is my fault. How the Levites and the Nethinims are tested on equality Wie werden from die 14 to Leviten 19. und die Tempeldiener auf Gleichheit getestet von 2014 bis 19? So Tamina's talked about the impeachment. Tamina hat das Impeachment erwähnt. I'm not sure if that one teaches them of equality. Ich bin nicht sicher, ob That's more dieser Punkt sie etwas über Gleichheit lehrt. this subject, but I was hoping to focus. Das ist eher ein anderes Thema, worauf ich mich konzentrieren wollte.
What else happened? Was ist noch geschehen? I think you can see a really or a nice example is when Obama passed the law about same-sex marriage. So 2015, 2015 you have same-sex marriage. markieren wir die gleichgeschlechtliche Ehe. What else? Und was noch? Oh, we all turned into good news watchers. It's okay. The election of all the women in the House of Representatives. So around 2018, 2018, do you want to name them? möchtest du sie nennen? AOC, Da wurden Rashida Tlaib, and there's one other. There's 3 of them. Yes, Ilhan Omar. Also diese 3 Frauen wurden in diesem Jahr in den Kongress gewählt. 3 minority women. Und das, ja, 3 Frauen, die aus einer ethnischen Minderheit kommen. They become the really greatest visible enemy of the far right. Sie wurden zu dem größten sichtbaren Feind der extremen Rechten. Because they hit every box of discrimination. Denn sie ging jeden Aspekt der sie deckten jeden Aspekt von Except Diskrimination ab, homosexuality. außer der Homosexualität. I can't pinpoint it to a point, but when you Google what laws or executive orders Trump passes in 2017, it's much as against homosexuals. 2017. 2017, And who's doing that? Trump, I mean, he has decided. wer tut das? Also Trump Steve Bannon behind him, and the other guy said, he has an old, there were 3. It was Session, Trump, and the third guy. Stephen Miller. Stephen Miller. Stephen Miller. Stephen Miller. Was he behind that as well? So we have 3 people in 2014. 2014 haben wir 3 Personen. Sessions, Sessions, Miller, Miller and Bannon. und Bannon. We should all know who Stephen Miller is. Wir sollten alle wissen, wer Stephen Miller ist. These 3 come together. Diese 3 kommen zusammen They begin overturning the American establishment in 2014. und sie beginnen, die etablierte Regierung Amerikas zu stürzen. Okay, what else happened? Und was ist noch geschehen? We're thinking too hard. Wir denken I'm zu just going to fest put nach. down the election of Trump. Die Wahl von Donald Trump. Saying what he did, we don't talk about his election. What else? Was noch? Historical event, but in 2018 we have Obama, black, and Hillary, no, Clinton, woman against Trump. So you have this a fight Wir haben hier also einen Kampf between one camp led by Obama and Clinton zwischen einer Seite, die von Obama und Clinton angeführt wurde, versus Trump. gegen Trump. So you have 2 minorities represented. Wir haben hier 2 Minderheiten repräsentiert. What else? Was noch? Sister Kathy. Trump purposely overthrows Obama legislation, such as the Climate Accord, canceling different things that he did to make things good. Trump is now overturning them. So Trump is overturning everything Obama did. Also Trump macht alles wieder rückgängig, was Obama
eingesetzt hat, was Die- er gemacht hat. I think the climate accord becomes an important part of it. Das Klimaübereinkommen, Abkommen ist eines davon, ein Ding davon. The crisis at the border where occasional protests said these are concentration camps, where they separated the families. So there's a crisis on the southern border. Es gibt an der südlichen Grenze eine Krise. What does Trump call that crisis? Wie nennt Trump diese Krise? An invasion. Eine Invasion. So there's a Southern American invasion. Da gibt es eine Invasion aus Südamerika. Invasion of immigrants. Eine Invasion von Immigranten. And Stephen Miller comes up with his plan. Und Stephen Miller hat einen Plan dazu. If you separate parents and children, Er trennt Eltern und Kinder. make it as awful an experience for them as you possibly can. Er macht diese Erfahrung für sie so schlimm wie möglich, They'll be discouraged from coming. damit die anderen abgeschreckt werden und nicht mehr kommen. And AOC calls these concentration camps. Und AOC, also Alexandra Ocasio-Cortez, nennt diese Praxis Konzentrationslager. What else? Was noch? Didn't Trump recently overturn the Dreamers thing? The Dreamer Act or something from Obama? Overturning the Dreamers Act. Da gab es ja diesen Dreamer Act, den Obama rückgängig macht, It's known as DACA. auch bekannt als DACA. That means that when parents come in Das bedeutet, wenn Eltern nach Amerika kommen and then they have a child in America, und sie da ein Kind in Amerika haben, the parents are illegal immigrants. die Eltern sind legale Immigranten, This gives it is a way for their children to Dann- become American citizens. dann gibt das den Kindern dieser Eltern das Recht, amerikanische Staatsbürger zu werden. Mr. Tamina. I'm not sure if it counts into the ones you were looking for, but what I found was really interesting, the scandal, which was from Fox News with Roger, I think was his name, the CEO. Yeah, and then this Megan, and then the sex abuse in Fox News. I found that was quite brutal as well. I think she meant Sorry? she meant doesn't feel that. You are anyway repeating what I said, right? Not everything. Can you repeat that again then? Okay, so there, I think it was late 2016 or 17 when you had the scandal within Fox News, the sex abuse scandal with Roger, and you had the host Megan, I don't know her second name, her last name, Kelly. Kelly? I found that very, yeah, it was quite shocking, I think. So Me Too movement hit the Fox News network. Das die MeToo-Bewegung sie wurde an Fox News herangetragen, die MeToo-Bewegung. We also have Trump's travel ban. Da gab es auch das Reiseverbot von Trump, Specifically Muslim countries, spezifisch muslimische Länder, but waren davon particularly betroffen, also Africa. aber vor allem auch Afrika. But Africa, some of that was more recent with 2020. Und einiges davon war jetzt eher kürzlich, 2020. So we have his travel bans. Wir haben dieses Einreiseverbot oder Reiseverbot. We also have his many verbal attacks on women. Und auch die vielen verbalen Attacken auf Angriffe auf Frauen. One of whom also was Megyn Kelly. Eine davon war Megyn Kelly. So does anyone have anything else they want to add? Gibt es noch jemanden, der etwas dazu hinzufügen möchte? This is really just the tip of the iceberg. Das ist nur die Spitze des Eisbergs hier, Remind us how toxic these 5 years were. um uns daran zu erinnern, wie giftig diese letzten 5 Jahre waren. All started with Steve Bannon in Alles hat mit- 2014. Alles hat 2014 mit Steve Bannon begonnen. And what's going to happen Und was geschehen wird, is they're going to overturn the court systems ist, dass sie das Gerichtssystem stürzen werden.
Question. Frage. This waymark Diese Wegmarke on the line of the 144,000. auf der Linie der 144.000, It's not a Sunday law. das ist nicht das Sonntagsgesetz. Is it a law? Ist es denn ein Gesetz? Who says no? Wer sagt nein? Why? Warum? Why no? Warum nicht? If this is not an issue between Sabbath and Sunday, so there is no need for a law. Wenn es keine Kontroverse zwischen Sabbat und Sonntag gibt, dann gibt es keinen Grund für ein Gesetz. So it's not an issue between Sabbath and Sunday. So there's no need for a law. So if it's an issue of equality, Wenn es also um Gleichheit geht, why does that not then become a law? warum soll es dann kein Gesetz geben? How else can you control people other than through law? Wie kann man denn sonst die Menschen kontrollieren als durch Gesetze? For Trump, it's not for equality. He doesn't like the idea of keeping Sabbath. Ihm gefällt die Idee nicht, dass der Sabbat gehalten wird. So, in our old narrative, he's going to pass a law Nach unserer alten Ansicht würde er also ein Gesetz erlassen, that goes directly against Sabbath, das direkt gegen den Sabbat geht stops people from keeping it. und das die Leute davon abhält, dass sie den Sabbat halten. So now it's not the Sabbath he doesn't like, it's equality he doesn't like. Und jetzt ist es nicht der Sabbat, den er nicht mag, sondern die Gleichheit, die So er nicht why would mag. that not be through law? Und weshalb soll das nicht durch ein Gesetz geschehen? Perhaps it could be through fake news to change the mindset. Fake news can't make you do anything. Also Fake News können dich nicht dazu bringen, etwas zu tun. It might trick other people into doing it. Vielleicht können Leute getäuscht werden, um etwas zu tun. If it's a Sabbath Sunday issue, Wenn es um ein Sabbat-Sonntags-Problem geht, fake news might convince them to keep Sunday. dann können vielleicht Fake News eingesetzt werden, um sie zu überzeugen, den Sonntag zu halten. But fake news would never convince you to keep Sunday. Aber diese Fake News würden dich niemals davon überzeugen, den Sonntag zu halten. Brother Wolf. Question: why shouldn't he love the Sabbath? Because part of his family are Sabbath keepers, and he's totally pro-Jews who keep the Sabbath. I don't think he keeps Sunday. Ich glaube nicht, dass er den Sonntag hält. So I don't think he has a particularly. I don't think he particularly cares. Deshalb glaube ich nicht, dass es ihm eine Rolle spielt. I agree with you. Listen to me. I mean, when we look at the Sunday law, we have to look at 1888, because when we see, we should consider the context and the environment, and in that time period, to show how the church took over the state was demonstrated by a law enforcing Sunday. But in our context for today, that doesn't have to be the case. Maybe we see that demonstrated differently. Yet I still could think that the things which are where we see the pushing for now will eventually become law, because you can only persecute by the state when there is law. So you can only persecute by the state when there's law. Also man kann nur durch den Staat verfolgen, wenn es ein Gesetz gibt. So 1888, 1888 they want everyone to keep Sunday. wollte man, dass alle den Sonntag halten. So they're going to try and force it on people through law. Und man versuchte das auf die Leute zu erzwingen durch ein Gesetz. So in 1888, 1888, you know here, wir wissen, dass es hier ein Gesetz gab. What about 1850? Was ist mit 1850? Now the issue is slavery. Jetzt hier ist das Thema die Sklaverei. They can use conspiracy theories Sie können
Verschwörungstheorien benutzen, fake news, Fake News try and convince you to practice slavery, und versuchen, dich dazu zu bringen, Sklaven zu halten. but they can't make you. Aber sie können dich nicht dazu zwingen. They can't make you support slavery Sie können dich nicht dazu zwingen, die Sklaverei zu unterstützen. until when? Bis wenn? Fugitive Slave. The Fugitive Slave Act, Da gab which es is a den Fugitive Slave Act law. und das war ein Gesetz. So if we're going to say it's not a law because it's no longer the Sunday law, Wenn wir also sagen, es geht nicht mehr länger um ein Gesetz, weil es nicht ein Sonntagsgesetz ist, this is a triple application. das hier ist eine dreifache Anwendung. 1850 plus 1888 equals our Sunday law. 1850 bis oder plus 1888 This was a law and this was a law. ergibt dann das Sonntagsgesetz. Hier hatten wir ein Gesetz und hier hatten wir ein Gesetz. So why would this one not be a law? Weshalb würden wir dann hier kein Gesetz sehen sollen? This is a history of failure. Das hier ist eine Geschichte des Fehlschlags, Just like 1989 was for the papacy. so wie auch 1989 für das Papsttum ein Fehlschlag war. So it's failure internally and externally. Intern und extern haben wir also einen Fehlschlag. So there should be a law, and it was a failure, no law. Ellen White says it's all set up. Ellen White sagt, das ist alles The movement's currently in progress. es ist alles geplant und die Bewegung ist auf dem Weg. So we have law, law, and law. Gesetz, Gesetz und Gesetz. So I'm suggesting we shouldn't discount the law. Ich würde vorschlagen, dass wir das Gesetz hier nicht vernachlässigen sollten. Does that make sense? Macht das Sinn? So what do they have to do to implement a law? Was mussten sie also tun, um ein Gesetz einzuführen? Depends what kind of law. Es kommt darauf an, was für ein Gesetz. For any law. Für irgendein Gesetz. They have to introduce a bill to the House of the Representatives or the Senate. So they have to introduce a bill Sie müssen so eine Gesetzesvorlage vorbereiten, but that bill will just fail. aber diese Gesetzesvorlage würde dann scheitern. What do they have to change? Und was müssen sie verändern? Not the Constitution. Not first. Nicht die Verfassung, nicht zuerst. What do they have to do first? Was müssen sie zuerst tun? Change the culture of the people. Die Kultur der Leute verändern. But what people matter? Doch, Not everyone matters the same. doch die Kultur welcher Menschen, denn nicht alle sind gleichwertig. I would suggest Ich würde vorschlagen, it's the judicial system. das Rechtssystem, It's the judges. die Richter, So they need to. I know it's more complex. They need the House and the Senate, sie brauchen das Haus und den Senat, but they need the Supreme Court. aber auch den Supreme Court, Then also they need all the other courts. das oberste Gericht und dann all die anderen Gerichte. It's the courts that they need to change. Sie müssen die Gerichte verändern. Because in Obama's years, Denn in den Jahren von Obama, if you had have introduced a travel ban into the Supreme Court, wenn es da ein Reiseverbot gab im obersten Gericht, would it have passed? wäre es dann durchgekommen? No. Nein. What do they need to do? Was müssen sie denn tun? First work, Die erste Arbeit. change the courts. Sie müssen die Gerichte verändern. So Donald Trump, Donald Trump, he was given a gift es wurde ihm ein Geschenk gegeben, because in 2014, denn 2014 Republicans took the House haben die Republikaner das Haus übernommen and the one fellow, und einer, Mitch McConnell, Mitch McConnell, what he was able to do was er erreicht hat, was block Obama
Er hat Obama blockiert, from appointing any judges. sodass er keine Richter nominieren konnte. So you have this judicial system Da gibt es also dieses Rechtssystem, where many judges wo viele Richter, appoint for life, ähm, are appointed for life. lebenslang im Dienst sind. So George Bush, George Bush in his time as president, hat in seiner Zeit als Präsident, he appointed to the Supreme Court ja, continue. 2 judges, Er hat 2 Richter für das oberste Gericht nominiert. and into the circuit courts, the lower courts, Und in die unteren, also die niedrigeren Gerichte, 62. hat er 62 Richter eingesetzt. This he did Das hat er getan in 8 years. innerhalb von 8 Jahren. Obama In 8 years, hat in 8 Jahren he appointed 2 judges to the Supreme Court 2 Richter am obersten Gericht eingesetzt and 55 circuit judges. und 55 an die unteren Gerichte. And then Mitch McConnell Und Mitch McConnell in 2014 hat 2014 stopped Obama appointing any more judges. Obama davon abgehalten, noch mehr Richter einzusetzen. He just held it up. Er hat es einfach So aufgehalten, Obama can't appoint any more judges. sodass Obama keine weiteren Richter einsetzen Not konnte. to the Supreme Court Nicht am obersten Gericht or to the circuit courts. oder an einem der unteren Gerichte. And Mitch McConnell says, Und Mitch McConnell hat He- gesagt, he says today, er sagt heute, it's the most significant thing he's ever done in politics. das ist das Wichtigste oder Bedeutendste, was er jemals in der Politik gemacht He hat. stopped Obama from being able to appoint any judges. Er hat Obama davon abgehalten, noch mehr Richter einzusetzen. And Donald Trump says Und Donald Trump that sagt, appointing judges dass das Einsetzen von Richtern is the most important thing he's ever done as president. das Wichtigste war, was er jemals als Präsident gemacht So hat. both Mitch McConnell and Donald Trump Sowohl Mitch McConnell und Donald Trump know how significant this is. wissen, wie bedeutsam das ist. So now you have Trump. Jetzt haben wir also Donald Trump. Bush had 8 years, Obama had 8 years. Bush hatte 8 Jahre, Obama hatte 8 Jahre Trump in 3 und Trump hatte 3. has appointed 2 Supreme Court judges Er hat 2 Richter am obersten Gericht eingesetzt and 51 circuit judges. und 51 an den niedrigeren Gerichten. He's almost equaled Obama in 3 years what Obama did in 8. Er hat innerhalb von 3 Jahren schon erreicht, was Obama in 8 Jahren erreicht hat. And he's appointing judges who are very conservative. Und er setzt Richter ein, die sehr konservativ So sind. the Supreme Court Das oberste Gericht and these main circuit courts und diese Circuit Court, Tamina, da weißt du, und diese Hauptbezirksgerichte, have gone from liberal courts die sind von einem eher liberalen Standpunkt or balanced courts oder ausgeglichenen Gerichten to strongly conservative zu courts sehr konservativen Gerichten geworden. led by conservative judges who are appointed for life. Und sie werden von sehr konservativen Richtern geleitet, die für ihr ganzes Leben eingesetzt sind. So the Supreme Court, Also das oberste Gericht it has 9 positions to fill, hat 9 Plätze, zu vergeben. and it's always been seen Und es war bisher immer so, that of this Supreme Court, dass dieses oberste Gericht, you should have 4 conservative, dass man da 4 Konservative, 4 liberal, 4 Liberale and 1 that is in the middle. und einen Richter in der Mitte haben sollte. Not very conservative, not very liberal. Nicht sehr konservativ und nicht sehr liberal. And this balance has been able to be maintained for quite some time. Und dieses Gleichgewicht konnte jetzt ziemlich lange gehalten werden. What Trump has done Und was Trump gemacht hat, is turn it from this balance ist, dass er dieses Gleichgewicht to now conservative 5, liberal 4. auf die Seite der Konservativen verschoben hat. Also 5 konservativ und 4 liberal. So you'll notice all these court cases are coming up this year. Ihr
ihr werdet es bemerken, dass all diese Gerichtsfälle, die dieses Jahr aufkamen, There's many court cases da gibt es sehr viele Gerichtsfälle, to do with women's rights, die mit Frauenrechten zu tun haben the rights of homosexuals, oder den Rechten von Homosexuellen and the rights of immigrants, oder von Immigranten, the rights of black people. die Rechte von Schwarzen. They're all coming before the courts. Die kommen alle vor das Gericht. And if you look at how the Supreme Court now votes, Und wenn man jetzt mal anschaut, wie das oberste Gericht jetzt abstimmt, you see 5 and 4. dann haben wir 5 gegen 4. 5 vote yes, 4 vote no. 5 stimmen ja, 4 nein. That's no longer the case. Den in This der wa- Mitte gibt es nicht mehr. This was under Obama. Das war unter Obama. This is what it's turned into. Und jetzt ist es so. So he's been able to swing it majority conservative. Also Trump hat es geschafft, dass die Mehrheit konservativ ist. And who is hanging on for dear life? Sorry? For her life. Und wer klammert sich an sein Leben? Ruth Bader Ginsburg. Oh, Ruth Bader Ginsburg. How elderly is she? Und wie alt ist sie? How many times has she nearly died? Wie viel Mal ist sie schon fast gestorben? And she doesn't want to. Und sie will nicht. Not because of a love of life, just. Nicht nur, weil es ihr Leben lieb ist, She knows sondern sie weiß, when she dies, wenn sie stirbt, it goes to 6-3 and all is lost. dann dreht es im obersten Gericht zu 6 gegen 3 und dann ist alles verloren. So she's determined, So ist sie dazu entschlossen and everyone else is determined, und jeder andere, to keep her alive until the 2020 election. dass sie am Leben bleibt bis zur Wahl If they 2020. get Trump out Wenn sie Trump loswerden können, before she dies, bevor sie stirbt, they can save the Supreme Court. dann können sie das oberste Gericht retten. If she dies before the 2020 election, Aber wenn sie vor den Wahlen 2020 stirbt, he'll be able to appoint another judge, dann wird es ihm möglich sein, einen anderen Richter einzusetzen and there's really no hope und dann gibt es wirklich keine Hoffnung mehr. because he's appointed young judges relatively, Denn er hat relativ junge Richter eingesetzt and they're for life. und die bleiben lebenslang. My question about the judges is when you speak about conservative and liberal, I hope you can hear me. Obviously, we're probably tying that back to the Constitution. And how would you define then a conservative and a liberal judge? Where's the difference? The difference between a conservative and a liberal judge. Der Unterschied zwischen einem konservativen und einem liberalen Richter. It does come down to how they read the Constitution. Es geht eigentlich vor allem darum, wie sie die Verfassung lesen. So if you had an issue, Wenn man ein Problem hat, for example, zum Beispiel a homosexual comes into your store ein Homosexueller kommt in dein Geschäft and says, I'm getting married, und sagt, ich heirate, can I buy a cake from you? könnte ich bitte von dir einen Kuchen kaufen? And the person says, no, Und die Person sagt nein. I don't cook for homosexuals. Nein, ich koche nicht für Homosexuelle. Now you have two different interpretations. Dann gibt es da 2 verschiedene Interpretationen. A conservative will say Ein Konservativer würde sagen, it violates his religious freedom das ist ein Verstoß gegen die religiöse Freiheit, to have to cook a cake for a homosexual. wenn diese Person eine Torte für einen Homosexuellen machen muss. And a liberal will say Und ein Liberaler würde sagen, the homosexual who was discriminated against. dieser Homosexuelle wurde diskriminiert. The Christian Der Christ did not have to sanction his wedding. er muss ja nicht dieser Ehe zustimmen. All he had to do Alles, was er machen muss, was give equal treatment. ist alle gleich behandeln. Cook a cake for him Eine Torte für diese Person, like he'd bake a cake for anyone. genauso wie er für eine andere Person eine Torte machen würde. So it's just like slavery. Genauso wie bei der Sklaverei. Back in the slavery history, In der Geschichte der Sklaverei, conservatives would have argued da haben die Konservativen so argumentiert, it violates my religious convictions es ist ein Verstoß gegen meine religiöse Überzeugung, to not own slaves. dass ich keine Sklaven haben darf. A liberal would argue Und ein Liberaler würde argumentieren, you're not the one being discriminated against, the slave is. du bist hier nicht derjenige, der diskriminiert wird, sondern der Sklave.
But the conservative says, Aber der Konservative sagt dann, the Bible tells me in der Bibel, die Bibel sagt mir, different races shouldn't mix. dass sich verschiedene Rassen nicht mischen sollen And the glorious land should have slaves. und dass es im herrlichen Land Sklaven geben soll. So it becomes this argument Da gibt es also dann diesen Streit, about whose rights are being violated. den Streit darüber, wessen Rechte jetzt genau missbraucht werden. Tamina. I know in the movement has been discussed a lot about the cake issue, but I've never been able to fully get it. Is the issue that a customer can be denied service based upon maybe they ask for too cheap of price or too fancy cake, but not denied service based upon their race or religious, because of a dislike of a customer. So can a customer be denied service Kann einem Kunden der Dienst verweigert werden because of an issue over the price wegen einer Sache um den Preis or the product? oder das Produkt? But can they be denied service Kann man ihnen einen Dienst verweigern because of a prejudice against the customer wegen einem Vorurteil, das man gegen den Kunden hat, about just who they are? wenn es darum geht, wer sie sind? So if you went to the civil rights movement, Wenn wir also mal zur Bewegung der Bürgerrechtsbewegung gehen, if we just looked at the civil rights movement wir haben uns die Bürgerrechtsbewegung eben kürzlich angeschaut and we used the same story, und da haben wir die gleiche Geschichte verwendet. there is the black person, Da gibt es die schwarze Person, it's an African American man. ein Afroamerikaner. He goes into a cake store Er geht in ein Kuchengeschäft and he says, cook me a cake, und fragt nach einem Kuchen. bake me a cake for my birthday. Back mir einen Kuchen für meinen Geburtstag. And the owner of the store says, Und der Geschäftsführer sagt, I don't serve black people, ich bediene keine schwarzen Menschen. goes against my religious convictions. Das geht gegen meine religiöse Überzeugung. So you could you could use the same story of a cake, Dieselbe Geschichte dieses Kuchens but we already discussed this is what happened with their schools. können wir verwenden, aber wir haben schon, sorry, can you repeat that? We already know that happened with their schools. Wir wissen bereits, dass das mit ihren Schulen passiert ist. Went against Jerry Falwell's religious convictions to give education to a black person. Es ging gegen die religiöse Überzeugung von Jerry Falwell, um einer schwarzen Person Schulbildung zu geben. So the African American man Dieser afroamerikanische Mann, says, bake me a cake. der fragt nach einem Kuchen And the store says, und das Geschäft sagt, no. nein. So the Protestant Der Protestant, owner protestantische Geschäftsführer, says, no, sagt nein, because of his religious convictions. wegen seiner religiösen Überzeugung. Now, is it violating the Constitution Ist es ein Verstoß gegen die Verfassung, for the Protestant owner of that store dass der protestantische Geschäftsinhaber, to be told dass man dem sagt, your religious convictions do not allow you to discriminate against someone? deine religiöse Überzeugung ist kein Grund dafür, dass du jemanden diskriminieren darfst. That's the whole argument with segregation. Darum geht es auch im ganzen Streit um die Rassentrennung. Because this side Denn diese Seite, is saying they're the victims. die sagen, wir sind das Opfer. This is violating our religious convictions. Das geht gegen unsere religiöse This is Überzeugung. persecuting us. Das ist eine Verfolgung gegen uns. This is force Das ist Gewalt, to force me mich zu zwingen, to bake a cake for a black person. einen Kuchen für eine schwarze Person zu backen. So it's moved on from then. Seit da hat sich die Thematik weiterentwickelt Now it becomes a story of a homosexual und jetzt dreht sich die ganze Geschichte um einen Homosexuellen, who's getting married. der heiraten will. Now you have the Protestant owner.
jetzt gibt es wieder diesen protestantischen Geschäftsinhaber and he says, und er sagt, I don't cook cakes ich backe keine Kuchen for homosexuals. für Homosexuelle. Violates my religious convictions. Das geht gegen meine religiöse Überzeugung. And now the argument is who's the victim? Und die Diskussion ist jetzt, wer in dieser Geschichte das Opfer ist. Who's being discriminated against? Wer wird diskriminiert? In the courts, An den Gerichten a conservative judge würde ein konservativer Richter will say the victim is the Protestant owner. sagen, dass dieser protestantische Geschäftsinhaber das A Opfer liberal ist. judge Ein liberaler Richter will say it's the homosexual würde sagen, der Homosexuelle ist or the das African Opfer. American Oder der or Afroamerikaner. the woman Oder die Frau. or the immigrant Oder der Immigrant. or the slave. Oder der Sklave. Does that make sense? Macht das Sinn? That's how you've had two sides from the very beginning. So haben wir vom Anfang an zwei Seiten. Now all these court cases come up. Jetzt kommen all diese Gerichtsfälle hoch. They've been building from 2014. Seit 2014 braut sich das zusammen. From 2014 to 2019, 2014 bis 2019 they overtake the Supreme Court and the circuit courts werden das oberste Gericht und die Bezirksgerichte übernommen and swing them conservative. und sie werden konservativ. Now they're flooded with these court cases, Sie werden nun überschwemmt mit diesen Gerichtsfällen, and these conservative court cases mit diesen konservativen Gerichtsfällen. are debating about these issues Sie debattieren über diese Probleme, to do with these three groups. die mit diesen drei Gruppen zu tun haben. And what are these three groups? Was sind diese drei Gruppen? Black people. Aha, immigrants. It says 1989. We went back from 1989 Von 1989 sind wir zurückgegangen, back to the 1960s. zurück in die 1960er. And what are the three movements? Was sind hier die drei Bewegungen? Civil rights, Bürgerrechte, Feminism, feminism. Feminismus, So this is race, gender, Rasse, Geschlecht and LGBT. und LGBT. So this is the story Das ist also die Geschichte of the 50 years leading up to our time of the end. 40 dieser years. 50 oder 40 Jahre, die zu unserer Geschichte führen. Particularly these last 20. Im Spezifischen diese letzten 20 Jahre. Civil rights. Bürgerrechte, So it's race, Rasse, gender, Geschlecht and homosexuality. und Homosexualität. So now we looked a few days ago. Vor ein paar Tagen We saw how these three movements haben wir gesehen, wie diese drei Bewegungen initiated our reform line. unsere Reformlinie angefangen They haben. brought in Reagan, Sie haben dafür gesorgt, dass Reagan an die Macht kommt, who was racist, der ein Rassist war, sexist, Sexist and homophobic. und gegen Homosexuelle. He Homophob. was he was a conservative Er war ein Konservativer and controlled by the Protestants, elected and controlled by the Protestants. und er wurde von den Protestanten gewählt und kontrolliert. So these are the three movements Das sind also die drei Bewegungen, that began our reform line. die unsere Reformlinie beginnen. Steve Bannon will tell you Steve Bannon würde dir sagen, everything was good under Reagan. dass alles gut war unter Reagan. These 2 years Diese 2 Jahre, as the Soviet Union fell, wo die Sowjetunion fiel, everything was just getting set up perfectly. da wurde alles so perfekt vorbereitet. And then it all goes off track. Und dann entgleist alles. Steve Bannon says Steve Bannon sagt, it all went wrong. da ging alles schief. You end up with a president like Obama. Da kommt dann so ein Präsident wie Obama. So what's going to happen Und was dann passiert, is this movement of Protestants is going to rekindle in 2014. ist, dass diese Bewegung der Protestanten von neuem zusammenkommt. If you were to go to 1850, Wenn man jetzt zu 1850 gehen würde, this is the Alpha history, das ist die Alpha-Geschichte, this is the Omega history. das hier die Omega-Geschichte. When was slavery an issue in America? Wann war denn Sklaverei in Amerika ein Thema?
If this is 1798 Wenn wir hier 1798 haben and this is 1850, und das wäre 1850, not directly, but it's a Sunday law. nicht ganz, aber hier haben wir ein When was Sonntagsgesetz. slavery an issue? Wann war denn Sklaverei ein Thema? Well before the time of the end, they already had the issue. Schon lange vor der Zeit des Endes war es ein Thema. This is why it can't be Sunday Sabbath. Deshalb kann es hier nicht um den Sabbat und den Sonntag In gehen. the Alpha history, before the time of the end, it was slavery. In der Alpha-Geschichte war das schon vor der Zeit des Endes ein Thema. And it just builds and builds. Und es baut immer weiter auf. The cup fills Und der Kelch füllt sich until 1850. bis 1850. So these issues Diese Themen, that relate to equality, die mit der Gleichheit verbunden they sind, already existed before our time of the end. die existierten bereits vor der Zeit des It's Endes. what the moral majority was raised up to fight Dafür wurde die Moral Majority ins Leben gerufen, um das zu bekämpfen. from 79 to 89. Von 79 bis 89. Going to try and take it down under Reagan. Die versuchen das unter Reagan anzugehen. But in 2014, Aber 2014 they come back with a great deal of power. kommen sie mit größerer Kraft zurück. And this is, we've just started discussing some of the things, a few of the things. Und jetzt haben wir erst einige der Themen begonnen zu diskutieren. But the first thing they had to do Das Erste, was sie tun mussten, before they attacked those three movements bevor sie diese 3 Bewegungen angreifen konnten, was take down the courts. sie mussten die Gerichte verändern. The Supreme Courts Das Supreme oberste Court? Gericht and the circuit. und die Bezirksgerichte. They begin that work in 2014 under Mitch McConnell. Diese Arbeit beginnen sie 2014 unter Mitch McConnell. And then all through from the election of Trump to 2019, Und dann seit der Wahl von Trump bis 2019 these three issues. gibt es hier diese 3 Themen. The three issues Die 3 Themen have related to immigration. sind betreffen Immigration. I don't want to be narrow. Ich möchte nicht eng sein. It's also the rights of the black people in America. Auch die Rechte der Schwarzen in Amerika. There's much more in this history. Es gibt noch viel mehr in dieser Geschichte. So all of those black people Alle diese Schwarzen, who were arrested die festgenommen wurden on crimes a white person would never have been arrested for, für angebliche Verbrechen, für die eine weiße Person niemals festgenommen worden wäre. they're imprisoned when a white person would never have been imprisoned. Sie wurden gefangen genommen, wenn Weiße niemals gefangen geworden. Sie wurden für Dinge ins Gefängnis geworfen, für die ein Weißer niemals ins Gefängnis hätte gehen müssen. They're no longer allowed to vote in an American election. Es wird ihnen verboten, in amerikanischen Wahlen teilzunehmen. So it's also their rights that have been argued through the courts. Ihre Rechte wurden in den Gerichten auch bestritten. So I don't want to keep it to immigration. Ich möchte es also nicht nur auf Immigration beschränken. It all comes under this nationalism. Es fällt alles unter Nationalismus. The rights of women Die Frauenrechte and the rights of LGBT. und Rechte von LGBT. That has what has hit the court system Diese Themen haben die Gerichte beschäftigt. from 2014, Ab 2014. which was a planned agenda. It wasn't by accident. Und das war eine geplante Agenda, das war nicht einfach ein Zufall. And there's many of these court cases planned for this year. Und für dieses Jahr sind auch viele solche Gerichtsfälle geplant. So the change isn't just in the White House. Die Veränderung findet also nicht nur im Weißen Haus The statt. most serious change that's occurred in America Die gravierendsten Veränderungen, die in Amerika stattgefunden haben, is the overturning of the judicial system. das war der Sturz des Rechtssystems. And that should matter to us. That should what? That should matter to us. Das sollte uns, das geht uns etwas an. Because we should know what has to happen here. Denn wir sollten wissen, was hier geschieht. I like the emphasis
Can I translate as you go? You like the emphasis on the Supreme Court Also Tamina sagt, ihr gefällt diese Betonung auf dem obersten Gericht, because of a book you've been reading weil sie ein Buch darüber gelesen hat. called One Nation Under God. Es heißt Eine Nation unter Gott. It pushes that subject of In God We Trust. Da geht es sehr ausgebreitet um dieses Thema In God We Trust. In this book, it shows how the Supreme Court was a great enemy of that movement. So the Supreme Court was a great enemy of that movement. Which movement? The pushes for especially school prayer amendments. Und da geht es, da wird gezeigt, dass das oberste Gericht ein Feind war dieser Bewegung, dass man zum Beispiel Gebet an den Schulen wieder einführen möchte. School prayer movements, particularly. Which is close attached to in the God we trust. Just closely attached to In God We Trust. Was sehr eng verbunden ist mit dieser Bewegung In God We Trust. And in the 50s, and especially in the 60s, I think it came several times up in the Supreme Court and was a couple times it was struck down. So it was fought through the Supreme Court, but they struck it down a couple of times. Also im obersten Gericht wurde das wurde es bekämpft, aber es wurde so the Supreme Court struck down these movements und dieser Zusatzartikel zur Verfassung wurde verhindert. So the Supreme Court held back those religious movements. That's your point. Also das oberste Gericht hat diese Bewegung zurückgehalten. And what we've seen since 2014 is that wall is gone. Und seit 2014 sehen wir, wie diese Schutzmauer weggefegt ist. In that time period, the president often was on their side. You talk about Nixon, Eisenhower, Reagan, and often you see the Supreme Court being this last thing to stop this push. Hold it back. So these Christian movements happened under Nixon, Eisenhower, Nixon, and Reagan. Diese Bewegungen fanden vor allem unter Nixon, Eisenhower und Reagan statt. And those Christian movements were stopped by the Supreme Court, Und diese christliche Bewegungen wurden von dem obersten Gericht gestoppt. which was really the last line of defense. Das war die letzte Verteidigung sozusagen. It's the last line of defense now. Und das würde heißen, dass das auch heute die letzte Verteidigung wäre. I would suggest it's already gone. Und ich würde vorschlagen, dass diese Verteidigung bereits weg ist. Maybe we'd say it's had the deadly wound, it's not quite dead. Vielleicht können wir sagen, sie hatte eine tödliche Wunde. Es ist noch nicht ganz weg. But they can certainly get the travel bans through now. Aber vor allem diese Reiseverbote, die können jetzt eingeführt werden. So I'll give you one external article to read. Ich gebe euch noch einen Artikel zu lesen. It's by The Guardian. Und zwar vom Guardian. And it's called Trump's Legacy. Er heißt Trumps Legacy. Trumps Hinterlassenschaft. Conservative judges Konservative Richter. Same one. Who will dominate US law for decades. Also Trumps Hinterlassenschaft. Konservative Richter, die das Gesetz in den USA für Jahrzehnte dominieren werden. We've talked about the Supreme Court and the circuit courts. Wir haben über das oberste Gericht und die Bezirksgerichte gesprochen. But there's other courts. Doch es gibt noch andere Gerichte. Depending on what courts you want to mark, Abhängig davon, welche Gerichte das man markieren möchte. this article will talk about 89 Trump appointed judges. Da spricht dieser Artikel von 89 Richtern, die Trump eingesetzt hat, Which overall far exceed that by Obama or Bush. was
bei weitem viel mehr ist oder weitaus mehr ist, als Obama und Bush eingesetzt haben. So that's one article. Das wäre ein Artikel. There's one by the Washington Post. Einen gibt es noch von der Washington Post. This one is titled Der Titel: One in every 4 court judges is now a Trump nominee. Sorry, a Trump appointee. Also jeder 4. Richter wurde von Trump nominiert oder eingesetzt. It just begins. This is from December 2019. Und dieser Artikel ist vom Dezember 2019. These are both noting this in 2019, that this is what has happened. Und ja, beide Artikel stellen fest, dass das im Dezember 2019. This is March 10, 2019. Und dieser Artikel ist vom 10. März But the 2019. first line in the Washington Post article: Die erste Zeile im Artikel von der Washington Post: After 3 years in office, Nach 3 Jahren in seinem Amt President Trump has remade the judiciary system. hat Präsident Trump das Rechtssystem neu bestimmt. Ensuring a conservative lean for decades. Er hat dafür gesorgt, dass für Jahrzehnte das Rechtssystem rechts lehnt. I know we don't know how their judicial system, all of us know how all that works, Ich weiß, dass nicht alle von uns das Rechtssystem von den USA kennen, but they're going to broaden this scope aber sie breiten to the federal bench. They'll talk about the Yeah. federal bench. Federal Bench. Tamina, du bist der D- Experte. 187 judges. The Federal Bench. So what I want us to see Also auf der Federal Bench sind 187 Richter. What I want us to see Und was ich möchte, dass wir sehen, is how these 3 movements began that we've discussed. ist, wie diese 3 Bewegungen, die wir besprochen haben, wie die begonnen haben. That is what Protestantism attacked at the very beginning of our reform line. Das ist, was die Protestanten angegriffen haben am Beginn von unserer It's what Reformlinie, united them and made them political. was sie vereint und zur Politik motivierte. And that is what has happened in 2014. Und das geschah 2014. But as Sister Tamina was sharing, So wie Tamina mit uns geteilt hat, they failed in this history. sind sie in dieser Geschichte gescheitert. But now, Aber jetzt, from 2014, ab 2014, thanks to Mitch McConnell, dank Mitch McConnell, they've taken down the court systems. haben sie das Rechtssystem umgestürzt. And we know that this comes through the courts. Und wir wissen, dass dies durch die Gerichte geschah. And now these 3 issues that all relate to equality Diese 3 Themen, die alle mit Gleichheit verbunden sind, are being fought in the courts. werden jetzt in den Gerichten bekämpft. And the courts that have always held back this religious political movement Und das Gericht, das eigentlich diese religiös motivierte Bewegung immer zurückgehalten hat, are no longer able to do that. ist nicht mehr imstand, das zu tun. So we'll start tomorrow looking at the line of Christ. Und morgen beginnen wir damit, uns die Linie von Christus anzusehen. But as we look at the line of Christ, Wenn wir uns diese Linie Christi anschauen, I want us to remember this because it does connect. dann sollten wir uns daran erinnern, weil es verbunden ist. To remember what's happened over these 6 years. Wir müssen uns daran erinnern, was innerhalb dieser 6 Jahre stattgefunden hat. This is just a tiny bit, Das hier ist nur ein kleiner Teil. but these are the issues Das hier sind die Themen, fought through the court systems. die jetzt im Gericht debattiert werden.
So the comment is, why wasn't it fixed in the Constitution? Die Frage lautet, warum das nicht in der Verfassung verankert wurde. The problem is people will argue about what is written in the Constitution as it is. Und das Problem ist, dass die Leute sich darüber streiten, was in der Verfassung steht. People will still argue about what the Constitution means. Und die Leute würden sich immer noch darum streiten, was in der Verfassung wirklich steht. They'll just find a different way to read it. Sie würden einfach eine andere Möglichkeit finden, die Verfassung zu lesen. A different way to define liberal and conservative. Sie würden liberal und konservativ zum Beispiel auf eine andere Art definieren. And it's a little also like the issue of term limits. So ist es auch ein bisschen mit dem Thema Amtszeiten, You could only run for 2 terms. weil man konnte nur für 2 Amtszeiten im Amt sein. It was never written, Es wurde nie festgehalten, but everyone knew to do it. dass Everyone knew to keep to that. jeder sich daran halten müsse, So presidents only ran 2 terms, dass Präsidenten nur 2 Amtszeiten kriegen, even though they legally under the Constitution could run for a 3rd. auch wenn sie legal unter der Verfassung auch 3 Amtszeiten haben könnten. Until when? Bis wann? Roosevelt, Bis Roosevelt? not the Theodore version. Franklin Roosevelt. Bis Franklin Roosevelt. By the time he'd got in for his 4th term, everyone was panicking. Als er seine 4. Amtszeit antrat, geriet jeder in Panik. And when he died, Und als er starb, they finally put it in as a law, 2 terms, no more. haben sie das im Gesetz verankert. 2 Amtszeiten und nicht mehr. Because while everyone is behaving, no one sees the need of law. Denn solange sich jeder benimmt, gibt es keinen Bedarf an Gesetzen. So Reagan comes in, Dann kommt Reagan. and what does he do? Und was macht er? He appoints a liberal woman. Er nominiert eine liberale Frau. And all the Protestants go crazy. They're so angry. Und alle Protestanten werden richtig wütend. They say to Reagan, we got you elected. Sie sagen zu Reagan, ja, wir haben dich gewählt. And he doesn't really care about the Protestants. He doesn't care about the Pope. Und ihm sind die Protestanten eigentlich egal und auch der Papst. So this is why everything goes wrong. Deshalb geht hier alles schief. He's happy doing his own thing. Er ist glücklich damit, einfach sein eigenes Ding zu tun. He's not properly under the control of the Er Protestants. ist nicht wirklich unter der Kontrolle der Protestanten. So he's still kind of doing the right thing Er tut immer noch eigentlich das Richtige, to some extent. zu einem bestimmten He Grad. keeps this balance when the Protestants want it conservative. Er hält dieses Gleichgewicht, wobei die Protestanten aber einen No president has been bold enough to do that until Trump. Can you repeat what did you say about conservative? I can't remember. No He's keeping president. that balance. No president has been bold enough to do this till Trump. Kein Präsident war so dreist, dass er das versuchte, bis zu Trump. Sorry, my memory is too short. It's okay. My fault. So that's why it all comes in now. Deshalb beginnt das alles jetzt. Not even Reagan was willing to do this. Nicht einmal Reagan wollte das tun. We're over time, so we'll close in prayer. Wir sind schon über Zeit und deshalb schließen wir mit einem Gebet ab. Tomorrow we'll move on to the line of Christ, but keep these things in our mind. Und morgen möchten wir bei der Linie Christi weitermachen und behaltet das im Hinterkopf. If you kneel with me. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for our blessings. wir danken dir für unsere Segnungen. Lord, we see how you have led. Herr, wir sehen, wie du uns geführt hast, We also see the movements of the enemy. wie du auch die Bewegungen des Feindes siehst. This movement is full of people, Diese Bewegung ist voller Menschen many of whom don't realize their individual responsibility. und viele von ihnen erkennen nicht ihre persönliche Verantwortung. When they signed up as priests, Wenn sie sich, als sie zu Priester wurden, it came with a set of conditions. da gab es eine gewisse Anzahl Bedingungen. They signed up for a job, Sie haben sich für einen Beruf beworben and many of us und viele von uns do not see the need sehen nicht die Notwendigkeit, to take a part in this work, in diesem Werk eine Rolle zu übernehmen, to feed others and not just be fed. um andere zu
zu ernähren und nicht selbst einfach nur gefüttert zu werden. We know this takes courage for many people, Wir wissen, dass es für viele viel Mut braucht and you are sympathetic to our fears. und du hast mit unseren Ängsten Mitleid oder But when we look at the size of the work, du verstehst uns, aber wenn wir die Größe des Werks sehen, just how big and organized our enemies are, so groß und organisiert wie unsere Feinde sind, not Future for America. nicht Future for America, They are not our enemies. sie sind nicht unsere Feinde, But we look at what's rising doch wir sehen, was hier aufkommt, as a deadly wound heals, also wenn diese tödliche Wunde heil wird, as church and state come together. wenn Kirche und Staat zusammenkommen, May we focus properly mögen wir uns darauf konzentrieren, forward auf das, was vor uns liegt. and see the work and the conflict we have in front of us. Und das Werk und den Konflikt, der vor uns ist, mögen Ja. wir das sehen. I pray we'll feel our individual responsibility Ich bete, dass wir unsere persönliche Verantwortung sehen mögen, to take up the work of a priest. dass wir das Werk eines Priesters aufnehmen. I pray this in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.